Hallo Messerbegeisterte, ich bin der Sergej von Onlineshop www.jar-messer.de. Heute, wie ihr sehen könnt, wieder ein bisschen eine andere Einstellung, was Licht angeht. Ja, wieder etwas heller gemacht das Ganze. Ich bin gespannt, wie das aussieht. Schreibt mir auf jeden Fall in den Kommentaren, wie ihr diese Einstellung findet. Heute interessante Geschichte. Es ist was gekommen. Ja, es ist was zu mir gekommen und zwar ein Paket. Und das war nicht von Weihnachtsmann, sondern von einer Firma, das heißt TS Prof. Ja, ich weiß nicht, vielleicht einer oder andere kennt das. Das ist aus Estonia gekommen. Und ich weiß, diese TS Prof, das ist ein Schleifgerät. Und das war, zumindest nach meinem Wissen, war das in Russland produziert, dieses Gerät. Und wenn das für dich interessant ist, bleib dran und los geht's. So, jetzt machen wir den Stuhl hier ein bisschen zur Seite. Kamera läuft, läuft alles, passt. Wie gesagt, ein Schleifgerät heute. Ja, Leute, es handelt sich heute um eine Werbung, ja, sage ich ganz ehrlich. Wie auch alle anderen meine Videos, billige Eigenwerbung, sei es jetzt mein Produkt. Das ist jetzt hier nicht mein Produkt, aber auf jeden Fall für Messerverrückte auf jeden Fall eine wirklich geile Geschichte. Ich bin gespannt, wie das Ding aussieht und jetzt machen wir das mal erstmal auf. Ja, jetzt erstmal das Zeug weg. Okay, gut verpackt. Master. Ja, genau. Ich hab natürlich auch schon ein bisschen auf die Seite von diesem TS Prof reingeguckt. Ja, und alles, was ich euch hier zeige, wie gesagt, ist eine billige Eigenwerbung. Und unten in der Beschreibung gebe ich euch einen Link zu diesem TS Prof Schleifgerät Hersteller oder Seite oder wie auch immer. Ja. Also auf jeden Fall werde ich euch unten einen Link einfügen, wo ihr sich diese Geräte mal anschauen könnt und was die kosten und so weiter. Ja. Steht jetzt hier Master drauf und ich bin einfach gespannt, wie das hier... Okay. Ja, das steht schon mal alles hier auf Russisch. Hier so interessante, einfach mal da, interessante Aufkleber. Ja. Okay. Jetzt haben wir hier Uglomer Elektronny. Das ist so ein Winkelmesser. Jetzt machen wir das erstmal raus hier. Okay, sieht schon richtig interessant aus. Das kommt jetzt erstmal bam da weg. So Leute, jetzt schauen wir mal da rein. Система заточки ножей, Sharpening System. Okay, interessant. Verpackt hier wird gezeigt, wie das aufgebaut ist scheinbar. Ja, okay. Machen wir einfach mal auf. Winkelmesser. Okay. Winkelmesser. Okay, also erstmal keine Ahnung. Erstmal keine Ahnung, ja. Lassen wir mal erstmal den wieder drin. Elektronenuglomer. Okay, jetzt machen wir das Ding mal auf hier. Guck mal, das ist so. Ups. Nicht schlimm, ist runtergefallen. Das ist so ähnliche Verpackung wie auch bei meinem Sprints zum Beispiel, ja. Sehr ähnlich gemacht. Hier dann einfach ganz einfach. Zack. Also so wie es aussieht, muss ich wahrscheinlich mehrere Videos machen. Okay. Muss ich wahrscheinlich mehrere Videos machen. Hier was zum Lesen halt. Ich weiß nicht welche. Okay, Russisch. Englisch. Was haben wir da? Ja, okay, also
Alles ein bisschen voll mit Staub von diesem Styropor. Okay. Irgendein Befestigungszeug. Okay, hier diese ganzen Schrauben. Ich weiß, dass dieser Hersteller sehr beliebt ist oder war oder ist immer noch bei den russischen Messermacher, und zwar bei Custom Hersteller, ja, also bei den Leuten, die einfach so ein Mann ein Messer produzieren quasi. Ja. Das müssen die Steine sein. Mal reingucken. Das sind hier 1, 2, 3, 4, 5 Steine. Eine richtig feine Sache. Very fine. Okay. DS Pro Diamond. Okay, Diamant-Schleifsteine ist schon mal gut. Bedeutet für mich, man kann alles schleifen. Also alle Härten, ich schätze mal, also almasene Plastine, also bis 70, ich schätze mal bis 70 HRC. Aber jetzt nur reine Einschätzung. Ich glaube, ich habe alles raus. Ja, jetzt habe ich alles raus. Ich versuche das jetzt mal schnell aufzubauen. Wie gesagt, alles hier ein bisschen verstaubt. Jetzt versuchen wir das einfach mal aufzubauen. Ja Leute, wie gesagt, so wie ich das kenne, ich habe also zum Beispiel dieser Meister in Zlatoust, der hat auch mit diesen, mit so einem Profil hat das geheißen, oder Profil, ja, auf Russisch. Der hat auch mit solchen Gerät da auch Messer damals für mich scharf gemacht. Jetzt gucken wir einfach mal hier rein. Da kann man auch gleich sagen, ob das требования безопасности, подготовка к работе. До щелчка. Aha. Aha, und dann wird, okay. Okay, jetzt verstehe ich. Ich verstehe das jetzt. Also, hier einfach mal für diejenigen, die das vielleicht interessant wird. Also einfach mal hier, genau das Rad, hier dieses Rädchen zudrehen, dass es dann hier flach ist. Hier muss flach sein, ja. Und dann kann man das Ding, zack, hier, das wird hier irritiert. Und jetzt drehe ich dann wieder auf, so, und es kann jetzt nirgendwo weggehen. Okay, das ist schon mal interessant. Interessante Sache. Dann Установка поворотного узла. Also Leute, ich schlage vor, ich mache jetzt hier mal vielleicht mal eine kurze Pause und baue das Ding in aller Ruhe auf und dann geht's weiter, ja, weil ich glaube, das wird länger dauern, ja. Aber wie gesagt, es gibt eine Bedienungsanleitung hier auf Russisch, ja, vielleicht nicht für jedermann Sache die Sprache, ja, für mich ist auf jeden Fall ganz gut, aber es gibt auch auf Englisch und genau, es ist auch hier mit alles abgebildet, wie das gemacht wird. Also sieht zumindest so recht professionell aus, das Ganze. Wie gesagt, ich würde das Ding jetzt zusammenbauen und dann machen wir weiter. Ja, sonst dauert das viel zu lange.
Leute, ich habe es geschafft, ich habe es aufgebaut. Ja, eigentlich easy peasy, lemon squeezy. Ограничитель хода абразива. Da war noch irgendwie was mit dem Teil hier, was mit diesem Winkelmesser. Jetzt muss ich mal gucken. Und das wird wo aufgebaut? Seitlich? So seitlich? Okay. Muss man wahrscheinlich aufladen. Muss man wahrscheinlich aufladen. Aber es wird auf jeden Fall hier drauf montiert. Okay, lassen wir das mal kurz aufladen. Ich habe hier gleich die Möglichkeit da. Also ich sag mal so, aufbauen kein Thema. Kein Thema, ja, geht relativ einfach, relativ schnell. Genau. Stabil ist das Teil, ja, also das ist so die erste Fazit. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung von diesem Gerät. Ja, ich habe mit diesem Gerät noch nie etwas zu tun gehabt. Deswegen, Leute, wenn ihr da schon Erfahrung habt, schreibt mir in den Kommentaren, wie findet ihr sowas, ja. Wie gesagt, meines Wissens, also das, was ich weiß, ja, ich weiß, dass die russischen Hersteller sehr viele mit diesem Profil, haben sie das genannt, ja, gearbeitet haben und von daher, das Ding sieht richtig stabil aus, Verarbeitung wirklich sehr gut. Kann man jetzt nicht sagen. Gut, das bisschen Schmutz, ja, das ist Staub, ist jetzt nicht so schlimm. Ja, kann man wieder mit Staubsauger abstauben, kein Problem. Wie die Teile dann sich zeigen werden, was Schleifen angeht, auf jeden Fall hier Diamantschleifsteine, das ist schon mal gut. Da muss ich das Ganze halt ein bisschen ausprobieren, ja. Und ich denke mal, für das erste Video wird das gut sein. Ja, ich muss mich dann nochmal hier mit diesem Winkelmesser ein bisschen beschäftigen. Es ist jetzt nicht einfach so, dass man das hingetan hat und zack, hast du gleich ein Messer geschärft oder so, ja, oder geschliffen, ja. So ist es nicht. Also ein bisschen Zeit muss man hier schon investieren, aber es ist halt nicht so, dass man jetzt hier, keine Ahnung, irgendwas außerirdisches Ding bekommt, wo man überhaupt gar keine Ahnung hat, wenn man ein bisschen technisches Verständnis hat und das sollte, ich möchte jetzt die Frauen hier nicht irgendwie beleidigen, sollte natürlich ein Mann haben, ja, aber das in dem Sinne, dass eigentlich, also jeder muss es ein bisschen haben, die Frauen haben vielleicht andere Verständnisse, ja, andere Werte, aber wahrscheinlich ist das Ding also ich gehe mal davon aus, dass das Teil mehr die Männer ansprechen wird, also nur aus diesem Grund, liebe Frauen, bitte nicht böse sein, ich bin tolerant, auch für alles, also dann doch nicht für alles, ja, aber das ist eine andere Geschichte, genau, ich denke mal für das erste wird das reichen, ich werde mich auf jeden Fall hier nochmal ein bisschen rein versetzen, so ein bisschen das Ganze nochmal hier lesen und dann werde ich noch ein Video machen, wo ich schon ein bisschen mehr weiß und dann schleifen wir ein Messer und ich werde es dir genau beschreiben, wie das Ding funktioniert und wie das hier abläuft, ja. An dieser Stelle sage ich danke fürs Zuschauen, Leute, guckt trotzdem schon mal rein in den Shop von TS Prof und natürlich hier ein Abo lassen, ja, damit ihr das zweite Video nicht verpasst oder grundsätzlich, bei mir gibt es immer was Neues und ein Messerhersteller muss natürlich auch so ein bisschen hier in solchen Sachen halt Zeit investieren. Messerschleifen gehört natürlich zum Messer dazu, ja. Gib mir ein Like, wenn dir das Video gefallen hat. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss.